Hm, Jetzt habe ich schon mit Packer mir ein Image für meine VirtualBox und Vagrant-Umgebung erzeugt. Aber jetzt will ich das doch unbedingt mal in mein Proxmox-Cluster reinkriegen. Aber wie mache ich das? Wie mache ich das? Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, in diesem Video soll es darum gehen, dass wir das Betriebssystem-Image, was wir im vorherigen Video, das verlinke ich euch da oben irgendwo in der Ecke nochmal, bei Bedarf könnt ihr da nochmal reinschauen, dass wir dieses Betriebssystem-Image, was wir für Vagrant bzw. VirtualBox und Vagrant erstellt haben, dass wir das jetzt auf eine neue Plattform oder für eine neue Plattform erstellen, nämlich für Proxmox. Der ein oder andere wird es jetzt in den letzten Wochen schon einmal mitbekommen haben. VMware wurde aufgekauft von Broadcom, darum soll es heute gar nicht gehen und um die neuen Lizenzmodelle auch nicht. Aber gerade für ein Homelab ist vielleicht das aktuelle Lizenzmodell jetzt nicht mehr so praktikabel, weil es nicht kostenfrei ist. Und Proxmox ist aber ein kostenfreier Hypervisor, den wir halt eben den wir bei uns im Homelab nutzen können, aber auch natürlich für kleinere und mittelständische Unternehmen vielleicht doch noch mal interessant wird. Von daher schaut euch Proxmox auch noch mal selber und ja, im Detail genauer an. Und von daher würde ich mal sagen, steigen wir halt eben auch direkt erstmal ein in die Erstellung unseres Betriebssystem-Images. Die ganzen Dateien und das, was wir im letzten Video alles gemacht haben, habe ich euch auch mal in ein GitHub-Repository abgelegt. Link findet ihr dann auch in der Videobeschreibung. Und wir haben hier unser Ubuntu 22.04.pkr.hcl, wo ja dann unsere Konfiguration quasi drin ist für dieses Image, also wo wir festlegen, für welche Zielplattform und mit welchem Image wir das überhaupt oder mit welchem ISO-Image wir jetzt arbeiten möchten und was überhaupt getan werden soll. Das habe ich ja auch schon im vorherigen Video euch genügend und ausreichend erklärt. Darauf werde ich jetzt heute nicht nochmal eingehen. Schaut euch doch da einfach nochmal das vorherige Video an. Und deswegen klappe ich jetzt hier erst einmal den Source-Block zu und diesen Build-Block zu. Und dieses Required Plugins werden wir nämlich jetzt gleich einmal erweitern oder werden wir benötigen. Wir haben natürlich jetzt auch mehrere Möglichkeiten, jetzt dieses Image zu erzeugen mit Packer. Entweder wir legen eine neue Datei an, die wir dann nennen können, keine Ahnung, Ubuntu 22.04-Proxmox, ja, oder wir können das hier auch in dieser Datei mit dann einfügen. Ich würde es jetzt einfach mal mit in dieser Datei tun, nicht eine extra Datei dafür anlegen. Das bedeutet nachher fürs Bauen des Images, dass wir einen weiteren Parameter in der Command-Line mitgeben müssen, weil ansonsten geht Packer her und baut einfach, ich sag mal, ganz stumpf von oben nach unten einmal alle Ressourcen oder alle Sourcen durch, was wir vielleicht ja nicht wollen. Vielleicht wollen wir jetzt in dem Moment wirklich nur ganz speziell das Proxmox-Image erzeugen und kein neues Image für VirtualBox und Vagrant. Aber zuallererst, bevor wir überhaupt irgendwas für Proxmox machen können, brauchen wir ein neues Plugin. Und das nennt sich ganz fancy Proxmox. Und das hat natürlich auch eine Version. Aktuell ist es, na, ist es größer gleich. Ich glaube, die Version ist 1.17. Und zu finden ist das auch im offiziellen GitHub-Repo von HashiCorp. Deswegen kopiere ich mir das einmal hier oben dahin. Und das heißt natürlich dann nicht Vagrant, sondern, wer hätte es gedacht, Proxmox. Damit hätten wir schon mal den ersten Teil geschafft. Und als nächstes gehe ich erstmal in mein Terminal und installiere mir dieses Plugin. Das mache ich über Packer init und dann brauchen wir einmal das File, unser Packer-File, das nennt sich dann hier Ubuntu 22.04. Wichtig ist natürlich, dass ich auch im korrekten Verzeichnis bin. Und dann lädt er einmal im Hintergrund das jeweilige Plugin herunter. Und wir kriegen hier die Information, alles klar, das wurde jetzt dahin dann heruntergeladen und entpackt. Gehen wir zurück. Und jetzt können wir halt eben erstmal weitermachen. Das mache ich eigentlich immer erst zu Anfang, dann die Plugins hinzuzufügen. Sonst vergesse ich das nachher und wundere mich, warum macht der nicht die Dinge, die ich haben möchte. Als zweites Ding brauchen wir einen neuen Source-Block. Und zwar sagen wir ihm nämlich hier, na, genau so nicht, dass wir einen speziellen Bilder benutzen möchten, und zwar einen Bilder aus diesem Plugin. Und dieser Bilder nennt sich proxmox-ISO, weil wir wollen nachher auch wieder eine ISO-Datei benutzen, die wir dann wie bei dem Vagrant Image auch von der offiziellen Ubuntu-Seite zum Beispiel herunterladen können. Und der zweite Parameter hier ist wieder für uns frei wählbar, wie auch hier bei dem VirtualBox ISO.
Das nenne ich auch erstmal, weil ich wieder so unfassbar kreativ bin, na, Ubuntu Server. Und jetzt fängt eigentlich dieser ganze Spaß an, so wie wir den hier auch schon bei dem Vagrant-Krempel hatten oder bei dem VirtualBox-Krempel hatten, müssen wir das jetzt speziell für Proxmox auch nochmal machen. Und da hilft uns auch die Dokumentation von Packer weiter, denn dieses Plugin oder dieser Bilder wird dann hier auf der Seite, ich verlinke sie auf jeden Fall auch nochmal in der Videobeschreibung, auch nochmal ausführlich beschrieben, was gibt es denn jetzt für Optionen, welche müssen wir definitiv setzen, welche sind Pflichtoptionen und welche sind optional. Schaut da auf jeden Fall auch noch mal rein, weil all das, was da dran beschrieben ist, werden wir natürlich jetzt hier in diesem Video nicht durchgehen, sondern wir werden jetzt erstmal nur die Dinge durchgehen, die wir auch nachher für ein erfolgreiches Bauen dieses Images benötigen. Bei der VirtualBox und Vagrant-Variante war das alles relativ easy, denn Packer lief auf unserem System, VirtualBox lief auf unserem System und Packer hat die Dinge getan, die wir ihm gesagt haben. Bei der Proxmox-Variante läuft das ein Tick anders, denn wir brauchen eine Verbindung zu unserem Proxmox-Server. Das heißt, Packer wird nachher Folgendes tun. Er lädt das ISO-Image aus dem Internet auf unser lokales System herunter und lädt es dann in unseren Proxmox-Server hoch und startet dort dann eine VM und dann wird von dort aus erstmal das ISO-Image, was wir halt eben dort hochgeladen haben, dann benutzt. Und für diesen Zugriff, dass wir etwas hochladen können, dass wir eine ja, VM erstellen können und so weiter, brauchen wir erstmal in Proxmox einen der sogenannten API-Token. Und den werden wir jetzt mal gemeinsam erstmal erstellen. Dazu habe ich mich jetzt hier in meinem Proxmox-Server eingeloggt und unter Data Center findet ihr unter Permissions dann einmal den Menüeintrag Users und API-Tokens. Bei mir ist es ein Home-Lab, von daher ist es völlig egal. Habe ich jetzt erstmal nur den Root-User und der darf hier erstmal alles. Root darf sowieso immer alles, aber für mein Home-Lab reicht das und jetzt hier zum Zeigen reicht das auch erstmal. Wenn ihr jetzt natürlich produktiv unterwegs seid oder das im Unternehmen einsetzen wollt, dann reicht natürlich der Root-User nicht. Da solltet ihr dedizierte User dann haben, denn hier könnt ihr nämlich für die Benutzer auch noch Berechtigungen vergeben, was darf denn der Benutzer und was darf er nicht. Für mich in meinem Homelab reicht das hier völlig und deswegen werde ich jetzt hier direkt erstmal einen sogenannten API-Token erzeugen. Und zwar seht ihr hier schon, ich habe hier schon einen Packer-Token oder einen Token für Packer, der hat halt eben nur diese Bezeichnung, Packer-Token. Und ich lege aber trotzdem nochmal einen neuen an. Und zwar wählt ihr hier erstmal aus, für welchen Benutzer dieser Token denn zugewiesen werden soll. In meinem Fall ist es relativ einfach. Ich habe nur einen Benutzer, das ist nämlich der Root-User. Und dafür möchte ich jetzt einen neuen Token haben. Lasst euch jetzt hier nicht davon irritieren, dass es hier Token ID und in der Tabelle Token Name heißt, denn das ist ein und dasselbe. Ich nenne es jetzt hier einfach mal YouTube. Und was ganz wichtig ist, klickt hier auf diese Checkbox. Ich hoffe, das sieht man auch in dem Video, ist relativ dunkel alles. Auf diese Checkbox Privilege Separation. Nehmt diese Checkbox auf jeden Fall raus, weil sonst hat der Token nicht dieselben Berechtigungen wie der Benutzer. Und dann kann es natürlich nachher sein, dass ihr halt eben mit dem Token doch nicht irgendeine VM erstellen könnt. Kommentar könnt ihr leer lassen, ist also kein Pflichtfeld, könnt aber auch setzen. Genauso wie bei dem Ablaufdatum. Jetzt steht hier never, der wird halt so niemals ablaufen. Ihr könnt aber auch ein Datum einsetzen. Ich lasse es jetzt erstmal auf never, füge den hinzu und erhalte dann mein Secret. Und dieses Secret ist nur einmalig sichtbar. Kopiert euch das, wie diese Nachricht das hier unten auch sagt. Kopiert euch das, weil wenn ihr das jetzt schließt oder neu ladet, diesen Tab, dann ist das auf jeden Fall weg. Dann müsst ihr euch einen neuen Token anlegen. Also, ja, jetzt einmal schließen. Jetzt habe ich hier einmal diesen YouTube-Token und den können wir dann halt eben weiterverwenden. Dazu gehen wir dann halt eben wieder in unseren Source-Block und ich kopiere mir den jetzt einfach mal hier rein. Ich füge den erstmal ein. Erstmal als Kommentar. Und jetzt müssen wir mal überlegen, was brauchen wir, oder jetzt können wir in der Dokumentation nachgucken, was brauchen wir denn alles für Informationen, um überhaupt erstmal diese Verbindung zu unserem Proxmox-Server aufzustellen. Und zwar brauchen wir dafür die sogenannte, wir gucken mal in die Dokumentation, und das müsste dann die Proxmox-URL sein. Das ist die hier dann. Zap, 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 zap. Gehen wir wieder zurück, einfügen. Und das ist halt eben ein String und der geht dann auf meinen Proxmox-Server. Dazu kann ich einfach entweder jetzt hier diesen Teil einfach mal erst kopieren, nur diesen Teil bis zu dem Port
Denn unser Server gibt uns auch eine gewisse API zur Verfügung, sonst bräuchten wir ja auch keine API-Token. Und diese API ist erreichbar unter API, na, falsches Fenster, unter API 2 ist das, slash JSON. Da kann unsere, oder da muss dann die Proxmox-URL hinzeigen. Als nächstes, ich habe hier wie so einen kleinen Spickzettel, weil ich habe das ja auch mal irgendwann vorbereitet, brauchen wir natürlich noch unseren Username. Na, das ist dann der Username. Und da gibt es jetzt eine Besonderheit. Wir haben ja einen Token erstellt und dieser Token alleine oder dieser Name des Tokens alleine reicht jetzt nicht aus. Und zwar brauchen wir jetzt die Kombination aus dem Benutzernamen für die oder für den dieser API-Token gilt. Und das wäre jetzt hier root und zwar mit dem @pem an dieser Stelle. Ein Ausrufezeichen und jetzt kommt erst der Name des Tokens, den wir verwenden möchten und das war in meinem Fall der YouTube-Token. Und gefolgt dann von dem Token, den wir uns dann erstellt haben. Das sind dann die User Credentials für das Proxmox Cluster. Das ist genau das, was dann der Builder braucht, um sich dann mit Proxmox zu verbinden. Da ich jetzt in meinem Homelab unterwegs bin und für mein Proxmox Cluster kein TLS-Zertifikat besitze, muss ich jetzt für Packer noch eine Option setzen, damit nämlich Packer nicht anfängt, irgendwie diese Verbindung erstmal zu prüfen, ob das Zertifikat gültig ist und sonst irgendetwas, weil ich habe kein gültiges Zertifikat, dann würde Packer nämlich an der Stelle aufhören und könnte keine VM in meinem Proxmox Cluster erzeugen. Das will ich ja natürlich nicht. Also muss ich dann über eine Option, da muss ich jetzt gerade selber mal gucken. Ich meine, die heißt irgendwie was mit Insecure. Ich suche es mal kurz. Insecure. Genau, Insecure Skip TLS Verify. Das müssen wir setzen, damit er natürlich dieses nicht verifiziert, weil bei mir lokal in meinem Homelab ergibt das halt eben keinen Sinn. Ja, Quatsch, ist kein String, ist ein Bool. Und zwar ist das, oh, jo, ist das true. Ja, er soll es ja skippen. Das waren jetzt erstmal die Einstellungen für unsere ja, Connection. Ich werfe da auch mal einen Kommentar dazu. Proxmox Connection Settings. Das gehört jetzt alles erstmal zur Verbindung. Und jetzt müssen wir natürlich auch Packer erstmal erklären oder diesem Plugin erstmal erklären, auf welcher Node er arbeiten soll. Denn unser Cluster besteht normalerweise aus mehr als einer Node. In meinem Fall ist es jetzt ein Homelab, da habe ich nur eine Node, das ist also relativ einfach. Aber in einem größeren Netzwerk oder in einem größeren Cluster, vielleicht in einem kleineren Unternehmen oder sowas, werden wir ja mehrere Nodes haben, die da in unserem Proxmox-Cluster unterwegs sind. Und das müssen wir diesem Plugin jetzt erstmal sagen, mit welcher Node er arbeiten soll. Und dafür gibt es jetzt eine Einstellung und zwar nennt sich das Ding Node. Und wie ihr das vielleicht gerade schon gesehen habt, ich gehe nochmal in das Proxmox, sind hier die Nodes, in dem Data Center sind dann halt eben diese verschiedenen Nodes aufgegliedert und meine Node heißt jetzt hier erstmal PVE. Ich meine, das ist auch der Default Name für die Node und die tragen wir dann da ein, PVE. Dazu gibt es dann noch eine VM-ID. Wir müssen nämlich Packer sagen, er soll nämlich eine neue VM erzeugen und jede VM in Proxmox bekommt so eine lustige ID mit. Das ist meistens hier so ein Zahlenwert 100, 101, 102, 103 und so weiter. Und ich habe jetzt hier zum Beispiel eine laufen mit der ID 201. Und wenn Packer jetzt losläuft, erzeugt er eine neue VM und der gebe ich mal die ID 300. Dazu dann natürlich noch einen Namen, so wie ihr das vielleicht auch schon gerade gesehen habt. Ich wechsle noch mal kurz zurück. Haben wir jetzt hier in diesen Klammern auch einen Namen für diese VM stehen und das müssen wir natürlich dann eben auch noch mal mitgeben oder müssen nicht, können das aber machen. Und da sage ich jetzt einfach mal, das ist dann Ubuntu Server Jammy. Ich lasse es erstmal so. Ja, ich bin ja wieder hart, hart, ganz, ganz hart ähm, kreativ. Optional ist auch eine Template Description, wo wir halt eben einen Text reinschreiben können, was dann da, was dieses Image jetzt gerade oder was das für ein Template gerade sein soll. Das ist optional, das können wir auch weglassen. Das würde ich sagen, sind dann unsere ja, VM General Settings, die jetzt erstmal nur für diese eine VM gelten sollen, woraus wir dann nachher ein Proxmox Image bauen. Als nächstes ist natürlich wichtig, wo kommt denn dieses ISO-Image her? Wir benutzen ja hier diesen Bilder Proxmox-Image
Und das würde ich jetzt erst einmal kopieren wollen. Das ist doch relativ viel. So, das nehme ich mir aus dem, was ich aus meinem Spickzettel, was ich hier schon einmal vorbereitet habe, und füge das mal ein. Nicht erschlagen lassen, nicht irritieren lassen. Hier ist einiges auskommentiert und so weiter. Und zwar gibt es jetzt erstmal zwei Optionen. Entweder wir haben schon in unserem Proxmox ein bestehendes Image liegen, oder Variante 2: wir haben noch kein bestehendes Image und müssen das erst einmal herunterladen. Ja, zum Beispiel hier von releasesubuntu.com. Wenn wir es herunterladen, dann müssen wir zwangsläufig auch diese Checksum setzen. Die Checksum findet ihr natürlich dann auch bei Releases Ubuntu, und die muss natürlich dann gleich sein. In meinem Fall, ich habe das ja schon einmal durchgeführt, brauche ich das jetzt hier nicht. Wenn ihr das einmalig oder das erste Mal macht, dann müsst ihr natürlich oder solltet ihr vermutlich das ISO einmal herunterladen müssen. Wie vorhin schon einmal gesagt, was passiert? Packer lädt das Image einmal bei euch lokal auf euer System herunter und lädt es im Anschluss direkt dann in den Proxmox-Server hoch. Und das ist halt eben quasi das, was wir hier unten sagen mit dem ISO Storage Pool. Das kommt halt eben dann in den Local Storage Pool. Der liegt dann im Proxmox hier. Ja, auf der jeweiligen Node habt ihr dann zum Beispiel Local, und da müsste dann das ISO-Image, ihr seht, ich habe jetzt hier schon einige ISO-Images, dann wird das dort halt eben hochgeladen. Das ist also der Name von diesem Image-Pool, der in eurer Node hinterlegt ist. Das Unmount ISO sagt einfach aus, wenn das dann nachher fertig ist, also das Template gebaut worden ist und ja quasi die VM dann heruntergefahren wird, dass dann auch dieses ISO-Image, also in unserem Fall unser Ubuntu ISO-Image, dann halt eben auch ausgeworfen wird und nicht Teil des Images dann sein wird oder Teil des Templates sein wird. Deswegen setzt das hier auf jeden Fall auf True, ist auf jeden Fall meine Empfehlung. Und unter Proxmox legen wir in der Regel der sogenannte QEMU oder QEMU, ich weiß gar nicht, wie das ausgesprochen wird, völlig egal. Ich nenne es jetzt einfach mal QEMU, ähm, VMs an. Das könnt ihr auch sehen, wenn ihr in das Proxmox-Cluster geht. Dann habt ihr für eure jeweiligen VMs halt eben so ein Type. Das ist dann dieses QEMU oder QEMU. Und das ist jetzt auch zwangsläufig wichtig, dass wir das Packer auch nochmal mitteilen, dass diese VM dann über so einen QEMU-Agent oder QEMU-Agent verfügt. Das müssen wir ihm hier einmal sagen. Wichtig, das kommt gleich auf jeden Fall nochmal auf uns zu, wenn wir hier in der, ich glaube, User Data war es, genau, wenn wir dann hier auch mal Anpassungen durchführen. Weil ansonsten startet halt eben die VM dann nachher auf Proxmox nicht. Weiter geht's mit verschiedenen anderen lustigen Konfigurationen. Ich kopiere das jetzt einfach mal darüber, weil das ist relativ viel. Das jetzt alles einzeln runterzutippen, macht auch keinen wirklichen Spaß. Zap, 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 zap. Copy. Ich hoffe, dass das jetzt auch einfach mal eben so zack eingefügt werden kann. Ihr seht, das ist doch schon relativ viel gewesen. Wir gehen es einmal kurz gemeinsam durch. Also natürlich, was ist das hier für ein SCSI-Controller für die Festplatte? Wie gliedert sich quasi diese Festplatte? Welche Größe hat die Festplatte? Wo liegt diese Festplatte? Also die liegt hier auch in dem Local LVM Pool. Das ist dann halt eben auch wieder in eurem Proxmox-Cluster der Name zu diesem jeweiligen Pool, welchen Type dieser Pool hat und so weiter und so fort. Wichtig jetzt hier auch für diese VM: über wie viele CPUs oder über wie viele Cores verfügt diese VM nachher? Wie viel Arbeitsspeicher soll sie haben? Wie ist das mit dem Netzwerk? Was ist das nachher für ein Netzwerk, für eine Netzwerkkarte? Was ist das für ein Modell? Ist das ein Bridge-Type oder zu welcher Bridge gehört das? Ist die Firewall aktiv oder nicht? Ich habe sie jetzt für mich erstmal hier auf deaktiviert. Das macht es mir in meinem Homelab einfacher. Ihr solltet natürlich bei euch dann die Firewall aktiviert haben, wenn ihr es natürlich dann irgendwie in einem Firmennetzwerk habt. Weiter unten auch nochmal Cloud-Init-Informationen, weil warum machen wir diesen ganzen Krempel mit einem Image, ja, mit einem Template in Proxmox, dass wir das natürlich nachher einfach klonen können in Proxmox und über wenige Klicks konfigurieren können, und dann ist diese VM dann oder die neu geklonte VM dann auch genauso bereit, wie wir es haben wollen. Und dafür brauchen wir dann nachher auch Cloud Init. Denn sonst würden wir natürlich nachher wieder Konfigurationen manuell tätigen, was wir eigentlich automatisieren können. Von daher schalten wir das hier an der Stelle ein und konfigurieren hier dann, wo dieser Storage Pool auch wieder liegt. Denn
in Proxmox oder Packer wird das dann nachher antriggern. Proxmox wird dann noch eigene Images haben, wo wir nämlich dann solche Informationen wie eine IP-Adresse und das Gateway und so weiter dann drin stecken haben. Aber das gucken wir uns dann später an, wenn es dann soweit ist. Das HTTP Directory kennt ihr ja schon aus dem vorherigen Video, nämlich das zeigt hier auf dieses HTTP bzw. dieses HTTP-Verzeichnis, weil Packer wird ja gleich dann auch einen lokalen HTTP-Server hochziehen, wo dann diese Metadata und User-Data dann verfügbar sind. Als nächstes käme dann der Boot-Command. Den kennen wir ja auch schon aus dem Source. Ich scroll mal ganz nach oben. Aus dem Source hier von dem VirtualBox ISO. Und den können wir uns auch einmal kopieren. Den brauchen wir nämlich genau 1:1 wie auch hier bei dem VirtualBox. Und ihr seht schon, das für Proxmox wird auf jeden Fall ein bisschen größer als das, was wir bei VirtualBox hatten. Aber lasst euch davon echt nicht beeinflussen. Und den Boot Command setzen wir auch jetzt hier rein. Last but not least brauchen wir auch da nochmal die SSH-Konfiguration oder die Timeouts und so weiter. Ich bin nämlich ein bisschen doof. Ich hätte das nämlich hiervon auch einmal mit kopieren können. Den Shutdown-Command so nicht. Der Shutdown-Command hier ist eine spezielle Option aus dem VirtualBox ISO-Bilder. Den können wir so nicht benutzen, aber den SSH-Timeout und so weiter. Also gehen wir mal zurück. Zack, zack, führen das hier ein, rücken das noch ein. Und in der Regel werden wir keine 1,5 Stunden als Timeout brauchen. 30 Minuten ist auch ein bisschen viel. So, und damit wären wir jetzt bei dem Source-Block auch schon fertig. Ich weiß, war ein bisschen viel, ist aber nicht so ganz dramatisch. Und jetzt kommen wir zum Bildblock. Und diesen Bildblock hier, der ist ja ganz speziell drauf getrimmt auf unser VirtualBox ISO und auf Vagrant. Und das können wir so nicht gebrauchen. Deswegen wird es jetzt einen zweiten Bildblock geben. Den füge ich mal hier unten drunter ein. Und Packer lässt es zu, dass wir mehrere Bildblöcke haben. Aber wenn wir das nämlich haben, müssen wir einen Namen vergeben. Ja, das machen wir dann hier, indem dass wir sagen Name. Das ist dann ein String und den nenne ich dann mal Vagrant. Und dann gibt es hier noch einen, der nennt sich dann Proxmox. Weil das ist nachher wichtig, wenn wir nämlich diese Konfiguration oder mehrere Konfigurationen, mehrere Ziele in einer Datei haben, wie wir es jetzt haben, dass man das dann namentlich auflösen kann. Und das werden wir dann nachher mit in dem Build-Command mit einfließen lassen müssen. Als nächstes brauchen wir natürlich auch wieder ein Source. Und das ist analog zu dem, was wir jetzt hier für den VirtualBox ISO schon haben. Wir müssen also den Bilder hier angeben, also sources.bilder. Den Bilder haben wir jetzt hier, weil nennt sich Proxmox ISO. Und dann unseren frei verfügbaren Namen, den wir hier oben vergeben haben in der Zeile 45. Das ist Ubuntu-Server. So, und Ziel ist es ja jetzt, dass wir dann nachher ein Template haben, ein Proxmox-Template, was wir dann immer wieder duplizieren können oder klonen können, wo wir dann über dieses Cloud-Init, was ich ja gerade schon mal angeschnitten habe, relativ einfach Konfiguration tätigen. Das geht aber nur, wenn wir im Nachgang, nachdem dieses Template erstellt ist, also dieses VM das erste Mal hochgezogen worden ist, die erste Konfiguration durchgeführt wurde, dass wir das dann quasi bereinigen. Und das werde ich jetzt einmal mir aus meinem Spickzettel kopieren, weil das ist relativ viel, was wir da wieder tun. Und hier mal einfügen. In diesem Bildblock haben wir nämlich die Möglichkeit, auch Provisioner durchzuführen. Provisioner, die dann auf der VM durchgelaufen werden. Und zwar zum Beispiel kann das jetzt hier ein Shell Provisioner sein. Oder es könnte auch sein, dass wir dann nachher mit Ansible arbeiten oder mit anderen ja, Bildsystemen quasi, die dann noch diese neue VM dann für uns konfigurieren. In unserem Fall ist es jetzt hier erstmal ein Shell-Skript, was wir ausführen, und das bereinigt uns so ein bisschen diese Konfiguration dieses Systems, damit wir nämlich dann nachher schön mit Cloud Init dann arbeiten können. Als zweites werden wir dann noch etwas benötigen, nämlich eine zusätzliche Datei. Die legen wir gleich an. Ich kopiere es aber auch schon mal hier einmal hinein. Also noch einen weiteren Provisioner. Zack und zack. Und zwar jetzt ein Typ File Provisioner. Das heißt, er nimmt
Und nachher, nachdem dieser Provisioner durchgelaufen ist, nimmt er ein lokales File, das legen wir jetzt gleich noch an, und schiebt es dann in diese VM auch nochmal hinein. Und zwar legen wir jetzt hier einen neuen Folder an, Files, und dieses File nennen wir dann 99-pve.cfg, also CFG. Ich sage CFG und schreibe CGF. Das ist auch gut. Also renamen wir das. Zap, zap, zap. CFG. Und da steckt dann nachher etwas drin, und zwar ganz einfach. Ich kopiere es mir auch nochmal hier raus. Und zwar steckt jetzt hier eine Source List drin. Wenn wir daraus jetzt ein Template erzeugen, was wir mit Cloud Init dann noch nachher weiter konfigurieren können, benötigen wir natürlich dann halt eben auch Anweisungen für Proxmox, damit er nämlich weiß, okay, die Cloud Init Informationen kommen jetzt nicht von irgendwo extern. Das heißt, sie sind irgendwo bei mir lokal und sie liegen in einem, ja, in einem Drive. Das heißt, wir haben ein ISO-Image, und damit Proxmox das nachher genau versteht, wo liegt das und so weiter, brauchen wir halt eben diese Sources List oder Source List. Und zu guter Letzt gibt es noch einen dritten Provisioner, den füge ich jetzt auch mal hier kurz ein. Zap. Und das ist auch ein Shell Provisioner, wo wir einfach nur nochmal die Datei von dem Temp-Verzeichnis in dieses Cloud-Config-Verzeichnis dann ablegen. Ich sehe gerade, ich habe das an der falschen Stelle kopiert. Hier ist eine geschweifte Klammer zu viel und die fehlt an dieser Stelle. Und wenn ich das jetzt nochmal einrücke, dann passt das auch wieder. Das war jetzt gerade quasi so ein bisschen, ja, Cloud Init, Proxmox Cloud Init Konfiguration in ganz, ganz, ganz schnell. Lasst euch davon jetzt erstmal nicht beirren. Nehmt es erstmal so mit. Wir müssen erstmal nach dem Erzeugen und quasi fertigstellen oder fertig konfigurieren der VM erstmal diese VM soweit bereinigen, dass wir dann mit Cloud Init weitermachen können. Müssen dann eine Datei mit reinlegen in das Image oder in dieses Template, damit Proxmox nachher, wenn wir mit Cloud Init weitermachen, weiß, wo ist denn dann halt eben diese Cloud Init Konfiguration zu finden, dass wir nämlich nicht hier irgendwie so ein HTTP-Verzeichnis haben oder sowas. Und das verschieben wir dann einfach nur nochmal an die Stelle, wo Proxmox das dann nachher auch erwartet. So, jetzt haben wir ganz, ganz, ganz viele lustige Sachen gemacht und jetzt kommen wir eigentlich an den Punkt, wo wir sagen, okay, jetzt wollen wir das mal ausprobieren. Und dazu, damit ihr es besser lesen könnt, gehe ich hier in mein Terminal, sage hier Clear und führe zuallererst mal ein Packer Validate durch, um validieren zu lassen, ob meine Packer-Konfigurationsdatei, die wir jetzt gerade erstellt haben, ob die auch valide ist. Und zwar ist das dann die Ubuntu 22.04 Packer HCL. Dann sehen wir, okay, hier gibt es halt eben in irgendeiner Form ein Problem. Storage Pool Type ist deprecated und wird natürlich dann in späteren Versionen mal rausgeschmissen. Stand heute gibt es aber halt eben noch keine Information dazu, wie denn aber dann weitergemacht wird. Aktuell ist es Storage Type und es funktioniert auch. Und dementsprechend sagt er uns hier auch, die Configuration ist valid. Wunderbar. Dann würde ich mal sagen, machen wir doch mal ein Packer-Build. Und dazu gucken wir aber erst noch mal, bevor wir das machen, in die Dokumentation. Lassen uns das nämlich mal mitgeben, weil ich habe ja vorhin gesagt, wenn wir jetzt einfach nur ein Packer-Bild machen, wird er stumpf von oben nach unten alles durchgehen und jedes Source quasi einmal durchbauen. Wir wollen aber jetzt gerade nur in unserem Fall die das Proxmox-Image bauen lassen. Das heißt, wir müssen halt eben jetzt in irgendeiner Form mitgeben, dass es nur für eine Source gelten soll. Und das machen wir dann hier über only. Das heißt, wir geben hier an Packer-Bild minus only. Und dann geben wir den String an. Jetzt ist wichtig, das ist dann der String aus diesem Namen plus den Bilder plus dann dieser frei verfügbare oder frei wählbare Name. Das heißt, ich mache jetzt hier Proxmox. Dann sage ich Proxmox minus ISO. Punkt Ubuntu minus Server. Und jetzt wird es doch ein bisschen unübersichtlich. Und dann natürlich die Datei, wo wir das gerade alles eingetragen haben. Und wenn jetzt alles schief geht,
schief geht. Wenn jetzt nichts schief geht, dann sollte er bei uns auch in den Proxmox eine VM anlegen, beziehungsweise erstmal diese ISO herunterladen, hochladen und das dann in Proxmox erzeugen. Wir sehen also jetzt hier schon in Proxmox, ich hatte ja schon einmal die ISO heruntergeladen und hochgeladen. Wir sehen also in Proxmox fängt er schon an, hier uns dann die 300er VM aufzuziehen. Hat da auch den Namen vergeben, den wir eingetragen haben. Wenn wir dann hier unter Konsole, ich glaube, das ist ein bisschen klein im Video. Ich kriege das ein bisschen größer auch hin. Ich glaube nicht so wirklich. Kann ich das ein bisschen kleiner machen hier. Dann fängt er halt eben an, die VM hochzuziehen und unsere initiale Konfiguration durchzuführen. Und verdammt, ich habe noch was vergessen. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Wir gehen in das Command Line, in das Terminal, brechen das hier an der Stelle einmal ab. Weil, was hatte ich vorhin gesagt? Wir arbeiten mit Qemu und da müssen wir noch Dinge für tun. Und zwar in der User Data müssen wir nämlich noch ein neues Package hinzufügen. Und zwar muss nämlich jetzt erstmal, ich schaue nochmal auf meinen schlauen Spickzettel, muss nämlich Folgendes hinzugefügt werden, nämlich der Guest Agent muss installiert werden. Wenn das nämlich nicht getan wird, dann fällt nachher keine vernünftige, ja, VM dabei heraus und ja, es kann kein Template erzeugt werden. Also, noch einmal, weil es so schön war, machen wir wieder ein Packer-Build, only Proxmox, Proxmox ISO und so weiter und so fort. Und dann sollte er jetzt anfangen, unsere VM hochzuziehen. Das können wir hier mal beobachten. Und das kennen wir ja eigentlich auch schon aus dem vorherigen Video. Und jetzt fängt er erstmal an mit der Cloud Init-Konfiguration. Also die erste Cloud Init. Wir müssen das jetzt ein bisschen unterscheiden zwischen Cloud Init, was wir jetzt im Packer-Build machen, ja, und einem Cloud Init, was dann nachher im Proxmox stattfindet. Das sind zwei unterschiedliche Cloud Init-Durchläufe sozusagen. Ich würde mal sagen, das dauert jetzt hier so ein paar Minütchen. Ich schneide euch das ein bisschen zusammen und dann sehen wir uns gleich wieder. Eine Ewigkeit später. So, jetzt sieht es doch schon so weit aus, als wäre unsere VM schon fast fertig. 3 Stunden später. Das heißt, jetzt wird auch der Provisioner gleich einmal durchgelaufen. Also die mehreren Provisioner, die wir da haben, werden dann einmal durchgelaufen. Und zack, da sollte jetzt gleich. Ich mache euch das mal ein bisschen größer. Jetzt hier auf der linken Seite. Und zack, jetzt ist es fertig. Jetzt sehen wir, es ist fertig. Woran können wir das erkennen? Zum einen ist es jetzt keine VM mehr, die läuft. Und zum anderen haben wir hier auch ein anderes Symbol. Ich glaube, das kriege ich euch ein bisschen, das kriege ich ein bisschen größer für euch. Und zwar hier haben wir nicht das Symbol wie bei den VMs selbst, also einfach nur so ein Computer, sondern so eine Datei mit einem Computer, so als Symbol. Und das ist jetzt das Symbol für, das ist ein Template. Und aus diesem Template können wir neue VMs erzeugen, ja, indem dass wir einfach einen Rechtsklick drauf machen und Clone sagen. Und dann geben wir hier einfach mal an, okay, auf einer Node, auf welcher Node das laufen soll. Klar, ich habe nur eine, also funktioniert das jetzt hier auch nur auf einer. Welche Nummer sie bekommen soll. Ich sage jetzt mal, das ist die 301 und das Ding soll auch einen Namen bekommen. Ich nenne es jetzt einfach mal Ubuntu, The Cloned Ubuntu Server. Jammy, völlig egal. Und dann klonen wir das einfach mal. Das dauert ein paar Sekunden und dann sehen wir hier, alles klar, es ist eine geklonte Maschine. Und jetzt gehe ich nochmal kurz zurück. Ich mache es auch mal ein bisschen kleiner, dass wir ein bisschen mehr wieder sehen können auf einmal. Wir können nämlich hier bei dem Template sehen, unter Hardware, das, was wir nämlich in unserem Packer, in unserer Packer-Datei angegeben haben, nämlich dass dieses Template dann nachher über 4 GB Arbeitsspeicher und 2 Prozessorkerne verfügt. Das steckt nämlich nachher auch mit hier drin. Genauso wie halt eben schon mal erste Netzwerkkonfigurationen, zum Beispiel wie diese Bridge heißt.
Wenn wir jetzt in unsere neue geklonte VM reingehen, dann hatte ich ja davon gesprochen, von diesem Cloud Init. Und zwar können wir jetzt hier über Cloud Init nämlich noch gewisse Informationen jetzt konfigurieren. Zum Beispiel können wir jetzt hier einen Benutzer reinsetzen und ich nenne den jetzt einmal Cody und ich gebe ihm ein Passwort. Ich nenne es ganz, ganz toll Hello 1234. Okay. Und ich gebe ihm Informationen mit zu seiner IP-Adresse. Und zwar sage ich ihm, dass es jetzt eine 10.013, ich sag mal 145 Adresse ist, /24er, wo das Gateway sich befindet, also unter welcher Adresse er das zu finden hat. IPv6 lasse ich jetzt erstmal außen vor. Wichtig dabei ist jetzt hier, dass wir nachher auf Regenerate Image klicken. Weil tun wir das nicht, sind die Informationen weg. Und ich tue das mal. So, nachdem wir dann hier drauf geklickt haben, das Image erzeugt worden ist, dann können wir die starten. Das tue ich jetzt einfach mal. Das können wir hier oben über Start oder halt eben auch über Console und dann Start Now. Und dann wird Proxmox hergehen, sich das neu gebaute Cloud Init Image nehmen und den Benutzer Cody anlegen mit dem Passwort Hello 1234 und die Netzwerkkarte konfigurieren. Das machen wir jetzt hier auch nochmal. Das machen wir zu. Das jetzt hier ist erstmal relativ irrelevant. Ist zwar schön, dass man das jetzt sieht, aber das werde ich gleich auf jeden Fall nochmal per Terminal machen, wenn es dann durchgelaufen ist. 1 Minute 37 Sekunden später. Das sieht so danach aus. Ihr könnt es vermutlich nicht lesen, aber hier steht Reached Target. Das passt. Wenn ich jetzt in mein Terminal gehe, lasst euch jetzt hiervon nicht erstmal irritieren. Das sind halt eben noch alles Packer-Ausgaben, aber am Ende sehen wir hier, dass Packer innerhalb von 3 Minuten 33 dieses Template erzeugt hat. Wie gesagt, lasst euch davon jetzt erstmal nicht irritieren. Ja, apt does not have a stable CLI Interface ist erstmal nicht so ganz schlimm. Ich mache jetzt hier erstmal ein Clear, denn wir wollen nämlich ausprobieren, ob wir jetzt an die neu gebaute VM rankommen. Und zwar haben wir gesagt, wir kommen über SSH da dran mit dem Namen Cody at 10.013.145. Und dann sehen wir hier, okay, ich möchte jetzt den Fingerprint hinzufügen. Yes, das sieht schon mal gut aus. Hello 1234 passt auch. Und wir sind jetzt hier auf diesem System. Das hat also wunderbar funktioniert. Jetzt kann ich hier wieder zurückgehen und rausgehen. So einfach können wir also jetzt mit Packer dann Images erzeugen, die wir für verschiedene Zielplattformen benutzen können, in verschiedenen Zielplattformen benutzen können. Und es ist eigentlich gar kein Hexenwerk. Man hat halt eben seine Packer-Konfigurationsdatei und eigentlich immer wieder eine gute Dokumentation, wie diese ganzen Bilder funktionieren. Und ihr habt es jetzt schon an 2 Beispielen gesehen. Im Endeffekt sind die ganzen anderen Bilder auch nicht komplexer oder schwieriger nachzuvollziehen. Vielleicht können wir ja noch den ein oder anderen Bilder uns nochmal anschauen, so wie ihr das wollt. Schreibt es doch dann einfach mal in die Kommentare, wenn ihr noch weitere Bilder sehen wollt und wenn ja, welche. Und ansonsten bin ich für heute erstmal wieder raus. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich glaube, das Video ist auch schon wieder lang genug geworden. Und wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, würde ich mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben freuen, über ein Abo, wenn ihr noch keins dagelassen habt. Und ja, wie gesagt, ich bin für heute erstmal wieder raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!